Soy Energía ist mein Statement. Ich bin Energie ist mein Statement. Weil ich denke, wir sind nicht immer das gleiche Person in unserem Leben. Wir haben diese Körper, aber unsere Lebensphasen sind sehr anders. Wir werden wirklich uns erneuern und wir wachsen oder wir lernen oder nicht lernen. Alles wird sich spiegeln in unserem Körper, in unserer Aura. Sandra Vázquez de la Horas Ausstellung hier im Haus der Kunst ist eine Überblicksausstellung, eine Retrospektive, in der Werke von den 80er Jahren bis heute zu sehen sind. Es ist eine sehr besondere Ausstellung, weil sie sehr experimentell ist. Die Ausstellung war sehr besonders in der Vorgehensweise, weil es ging eigentlich über ein Miteinander, über Gespräche, Gespräche des Lebens der Künstlerin. Ich glaube, über diese eigene Reflexion hat sich dieses Werk auch nochmal neu für sie strukturiert und es haben sich viele neue, wunderbare Verbindungen ergeben, die man so auch im Ausstellungsdisplay sieht. Ich komme aus Chile. Meine Wurzeln sind ein bisschen überall. Meine Großgroßmutter war Aymara-Stammung, das ist Nomade gewesen. Und mein Großvater kam in Exil nach Chile von Spanien zum Franco-Diktatur. Wenn die Diktatur war vorbei, war 19. Und dann ich bin 2 Jahre nach Santiago de Chile. Und das war super gut für mich, weil ich konnte mit meinen Eltern nicht die gleiche Meinung haben. Und das war sehr hart für mich. Ich glaube, dass in Demokratie zu leben, das ist so ein Privileg. Die Leute konnten sich nicht nachdenken, wie viel Freiheit du hast. Meine Kunst ist eine Suche auf die Freiheit, weil das ist der einzige Weg, ich konnte mich auszudrücken, frei zu sein. Und dann, ich komme in den 90er Jahren in der Kunstakademie Düsseldorf als eine Person in der Migration oder warum du bist nach Deutschland gekommen, ist immer ein Schicksal, das ist geheimnisvoll. Wir haben nicht einen Plan, das passiert nur. Und das ist interessant, das ist, wie funktioniert, warum wir müssen Sachen erfahren und uns miteinander verbinden und lernen. Das ist das Wichtige. Die Ausstellung funktioniert nicht chronologisch. Das sind historische Arbeiten, die ganz großformatigen Neuproduktionen gegenüberstehen, Performancefilme, in denen sie durchaus auch traumatische Erfahrungen der frühen Jahre ihrer Zeit hier in Deutschland verarbeitet und vielleicht uns auch das Vertrauen schenkt, trotz dieser schwierigen Zeit und diesen schwierigen Debatten, auf diese sehr sensiblen Themen einzugehen und eigene Empfindungen zu teilen. Und das ist auch ein Aufruf für Empathie. Es gibt Rhythmen in der Ausstellung. Wir arbeiten hängen in Sequenzen, die uns in eine Bewegung hineinziehen. Es gibt auch Räume, die eine lange Distanz des Nichts haben. Und dann eröffnet sich ja ein großer Parcours, eine Art Labyrinth. Es ist ja ein zutiefst auch transmediales Werk. Das heißt, Sandra Vázquez de la Hora ist sehr bekannt für ihre Papierarbeiten, für die Bleistiftarbeiten der 80er, 90er Jahre, aber auch die Papierarbeiten, die sie seit 97 in Bienenwachs taucht. Die bisher raumgreifendste Installation von Sandra Vázquez de la Hora, nämlich ein Haus, das auch den Titel trägt, der unendliche Horizont. Es mag an Wasserbewegungen erinnern, an Lebenszyklen, aber auch zugleich an eine Wachswabe. Das haben wir geschafft nur in 3 Tagen. Ich habe gemalt 3 Tage lang, pausenlos. Und dann jetzt hier im Haus der Kunst zu erfahren. Und das ist so anderes, wenn du ganz körperlich in dieses Labyrinth zu gehen und fühlen. Ich glaube, der Wachs hat viel zu tun mit Kochen auch für mich. Ich bin viel in der Küche gewesen als Kind. Als ich habe mit der Farbe angefangen, ich war sehr interessiert in was konnte sich transformieren. Ich hatte Sachen verbrannt und immer Experimente gemacht. Ich glaube, 97 ich habe angefangen, alles im Wachs zu tauchen, alles. Ja, beispielsweise in der großen neu produzierten Serie mit 8-teiligen Blättern jeweils sehen wir 4 großformatige Frauendarstellungen. Ob es eine Mutter ist, die ihr Kind durchs Wasser trägt, ob die Haare anmuten, die Form der Haare, wie die Treppen der Inkas beispielsweise. Letztlich diese Beschäftigung mit dem Selbst in diesen Arbeiten. Und ich glaube, einerseits haben wir die frühen Performances in der Ausstellung zu sehen, andererseits geht aber Sandra Vázquez de la Hora wieder zurück zu ihrem eigenen Körper, mit dem sie in ihrem Werk begonnen hat und wird mit dem eine neue Serie
sehe. Ich glaube, ein schöneres Moment hätten wir uns in dieser Ausstellung nicht vorstellen können als ein Maß an Reflexion, Ernsthaftigkeit und Zuwendung, die sie uns hier schenkt. Ich bezeichne mich wie eine kleine Nomadin, das kommt auch von meinen Urfahren. Immer ich hatte diese Nummer, der Gedanke, ich werde einmal zurück nach Chile oder ich muss reisen. Ich hatte ganz lange nur klein gezeichnet und danach ich war in der virtuellen Welt. Animationen, ich habe angefangen zu kreieren und das war The Secret of Your Hair. Es ist ein Trickfilm mit Zeichnung und das spricht über das existenzielle Ich, diese Wahrnehmung von hier zu sein und was ist wichtig für uns. Was bedeutet krank zu sein, was bedeutet heilen und was beschäftigt uns. Ich glaube, ein Werk, das so reich ist an Einflüssen, Inspirationen von Ritualen, Religionen, Kulturen und so tief von Toleranz und Miteinander geprägt ist und uns eigentlich die Frage stellt, wie wollen wir miteinander leben, wie wollen wir in Einklang mit der Natur leben, mit unserer Umwelt. Das sind Themen, die mich eigentlich die letzten 3 Jahre im Gespräch mit ihr persönlich bewegt haben und ich hoffe, dass diese Fragen auch die Menschen im Positiven begleiten, wenn sie diese Ausstellung besuchen.